Du hörst Herzenssache, Projektgeflüster mit Madame Fogana. Der Podcast, der dich nach Ghana mitnimmt. Christine und Bettina erzählen bewegende Geschichten, plaudern aus dem Nähkästchen und teilen persönliche Erfahrungen. Komm mit auf diese besondere Reise. Los geht's! Hallo zusammen, hier sind wir wieder mit dem neuesten Podcast. Ich bin Christine. Und ich bin Bettina. Ja, Mensch, Bettina, wie geht's dir denn? Also bei mir ist ja so gerade, ich habe einen Schnupfen und Husten. Also ihr Lieben, wenn ich zwischendurch mal niese, seht es mir nach, gell? Ich hänge da seit 3 Wochen, es wird einfach nicht richtig besser. Aber das ist ja auch ein Luxusproblem, weil ich schätze mal, du hängst da in Ghana und hast eigentlich ganz andere Probleme, oder? Wie geht's dir denn? Ja, mir geht's ganz gut. Was bei uns momentan Wahnsinn ist die Hitze. Es ist so heiß hier. Also wir haben großen Teils des Tages hier bei uns in Accra, wo ich momentan bin, über 40 Grad. Und es hat nur mal ganz zwischendurch ein bisschen geregnet. Also das ist total heiß. Und dann haben wir wahnsinnig viel Stromausfall. Also es geht ständig an und aus und an und aus und dann geht der Generator an und aus und an und aus. Deswegen für unser Gespräch jetzt müssen wir die Daumen drücken, dass der Strom bleibt, damit ich Internet habe, damit wir hier unseren Podcast zusammen aufnehmen können. Und der Temperaturunterschied von Deutschland nach Ghana ist ja auch immer irrsinnig. Ich bin ja quasi gerade erst zurückgekommen, ne? Wir hatten ja die Veranstaltung. Und also in Deutschland. Und jetzt, wenn du aus, weiß ich nicht, 0 bis 15 Grad dann nach plus 40 kommst, das ist immer ein bisschen anstrengend. Das kann ich mir schon vorstellen, ja klar. Also heute wollen wir euch mal von einem Projekt berichten, was in Deutschland stattgefunden hat. Das heißt Wandern für die anderen. Also da bin ich ja schon wirklich gespannt, wie das denn jetzt abgelaufen ist. Ja, Christine, das ist so eine tolle Organisation. Also das ist auch ein eingetragener Verein, Wandern für die anderen e.V. Und wie man schon am Namen feststellen kann, geht's da um körperliche Betätigung, also einen Spendenlauf. Und der hat stattgefunden in Breckerfeld, also hier bei uns in Nordrhein-Westfalen. Breckerfeld ist auch die Nachbarstadt von Hagen, also meiner Heimatstadt in Deutschland. Und da gab's einen Wanderspendenlauf mit verschiedenen Distanzen, also 5 Kilometer, 10, 15 und eine Kinderstrecke. Und einfach eine total tolle Sache, weil natürlich, klar, alle haben vom Winter jetzt die Nase voll und wollen mal raus in die Natur. Und was ist schöner als ein Spaziergang, ne? Deutschland, das Land der Spaziergänger. Ja, aber dann können wir ja jetzt hier vielleicht mal ein paar Bilderchen sehen, damit sich die Leute vorstellen können, wie das denn gelaufen ist. Das können wir hier genau drüber blenden. Also jeder für euch, der uns jetzt im Auto auf dem Weg zur Arbeit oder der auf der Couch liegt mit einer Decke und uns hört, dann müsst ihr vielleicht mal in die Videoversion gehen. Unseren Podcast gibt's ja als Audio-Podcast und als Videopodcast. Und zwar auf YouTube, auf unserem YouTube-Kanal, den ihr dann auch gerne subscriben könnt und natürlich auch liken. Da gibt's das Video und auch auf Apple Podcast. Und da haben wir jetzt ja gerade, oder blenden wir ein paar Bilder ein, einfach von dieser tollen Veranstaltung. Also alle, die uns sehen wollen beim Podcast und diese kurzen Videos oder Filmchen und Bilder, die wir mal reinschneiden, dann müsst ihr euch die Videoversion anschauen. Genau. Und ansonsten geht ihr einfach auf die Internetseite von Madame Fogana und da gibt's auch einen Link, wo man das auch machen kann. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Das ist gut, genau. Genau. Ja, das war ganz schön. Und das ist eine Sache, die mir hier in Ghana total fehlt, spazieren gehen. Weil erstens mal gibt's hier keine Spaziergehkultur in dem Sinne und in Accra jetzt schon mal gar nicht, weil mit dem ganzen Millionen Autos und Verkehr und dann haben wir so eine schlechte Luft auch, wo man eigentlich gar nicht rausgehen sollte und schon gar keinen Sport oder irgendwas draußen machen sollte. Und dann bei der Hitze, selbst ganz früh morgens und ganz spät abends, ist einfach wahnsinnig heiß. Da gehst du einfach nicht 2 Stunden spazieren. Deswegen solche Spaziergänge generell, die genieße ich total. Ja, das kann ich total verstehen, weil ich muss auch sagen, von meinen Besuchen in Ghana, also da leide ich immer sehr mit dieser wahnsinnigen Hitze. Also bei mir, ich bin so ein Typ mit 25 Grad, 27 Grad, 28
25, dann war es gut eigentlich. Aber wenn du dann so an die 40 Grad und über 40 Grad, also da ist einfach gar nichts mehr drin, ja. Da kannst du gar nicht mehr dich bewegen. Da läuft dir schon alles runter, wenn du nur da stehst, ja. Ja, Das ist klar. wir warten Gut, alle auch sehnlich okay, auf den Regen, dass ein genau. bisschen kühler wird. Also dann nur noch um Mitte 30. Bisschen Ja, ja. kühler. Genau. Ja gut, und jetzt hast du ja erzählt von diesem Projekt und also ja im Wald und Natur und dann würde ich doch da gerne überleiten zu einem anderen Projekt, was Madame Faux angeleiert hat. Und zwar, das gab es schon 2019 ursprünglich mal als Weihnachtsaktion. Dieses Projekt Wir säen Zukunft. Und Ja. da geht's eben darum, also ursprünglich ging es darum, 50.000 Bäume zu pflanzen, weil halt ja nicht nur Klimawandel, einfach allgemein wäre es halt schon sinnvoll, mal Bäume zu pflanzen, um einfach diese Verkarstung auch aufzuhalten, um die Landflucht ein bisschen aufzuhalten. Also vielleicht kannst du da noch ein bisschen was drüber sagen. Und ich kann euch jetzt schon verraten, wir sind schon bei weit über 50.000 Bäumen, die da gepflanzt worden sind. Ja. Stand letztes Jahr 24. Und es ist wirklich eine ganz gute Sache, weil es ist nicht nur dieser Klimaaspekt, sondern wie immer bei Madame Faux alles natürlich viel nachhaltiger, weil da werden ganz viele Leute auch eingebunden, die dadurch eben auch neue Aufgaben kriegen, Geld verdienen und so weiter. Und es machen nicht einfach Gärtner, die da irgendwas pflanzen und dann ist gut, sondern das läuft ganz anders. Schieß doch mal los. Wie schaut das aus mit diesem Wir sehen Zukunft? Mit unserem Projekt Wir sehen Zukunft. Ja, das ist eigentlich relativ einfach, ganz genau wie du es beschrieben hast. Also es geht um Setzlinge pflanzen. Das ist ja jetzt hier auch für unsere Zuhörer wahrscheinlich nichts Neues. Diese Initiativen gibt's ja überall auf der Welt und ist ja auch gut. Jeder Baum, der irgendwo auf unserem Planeten steht, ist ein Baum mehr. In Afrika hat das Ganze natürlich einfach nochmal ganz andere Zusammenhänge, Schwierigkeiten und auch Hintergründe. Wir hatten als Team überlegt, wie wir einfach helfen können, dass, ja, hört sich jetzt irgendwie blöd an, dass Ghana nicht so heiß ist. Also mir ist das persönlich aufgefallen oder immer mehr aufgefallen in Kumasi. Kumasi war früher, und jetzt muss man wirklich schon früher sagen, ich bin ja jetzt seit 25 Jahren in Ghana, Kumasi hieß früher Garden City, weil das eine so grüne Stadt war, also wirklich überall diese großen Bäume verschiedenster Arten. Und es wird immer mehr abgeholzt und jetzt ist mittlerweile eigentlich fast gar nichts mehr übrig. Also man kann wirklich nicht mehr guten Gewissens Kumasi Garden City nennen. Ja, aber ich muss auch sagen, ich war ja auch in Kumasi und mir wäre das jetzt nicht aufgefallen, dass es so eine grüne Stadt gewesen wäre. Naja, Also vor 25 Jahren, ne, als das erste Mal da war, sah das anders sein. Aber in der Zwischenzeit, ja, okay. Ja, also das ist so, das fällt dir einfach auf. Ich meine, diese Abholzung kannst du durchs Internet gucken, ist ja überall auch gerade, ne, Amazonas, Riesenthema. Bei uns kommt eben dazu, dass wir quasi von uns nördlich geografisch die Sahara haben. Da kommt einfach nochmal ein irrsinnig heißer Wind, je nachdem, zu welcher Jahreszeit wir uns befinden und in welcher Windrichtung. Aber um auf Kumasi zurückzukommen, das ist so, weil ich viele Jahre in Kumasi und Ashanti-Region, Brongahafo-Region verbracht habe, fällt einem das einfach auf. Und dazu kommt es noch, dass wenn du hier siehst, wie die Häuser bauen, dann wird hier alles zementiert und mit am besten noch Fliesen zugefliest. Also ich lebe ja momentan in Accra. Wenn du hier Neubauten siehst, kein Baum, kein Strauch, kein gar nichts. Und mal alle Leute, die mich total gut kennen, die lachen schon immer, weil die immer sagen, oh, guck mal, das Haus, das würdest du hassen. Ein kompletter Steinkasten mit nur Stein drumherum. Und dann ziehen die natürlich, kennen wir auch von Deutschland, ne, von Deutschland zu Hause, diese Hitze, wenn du einfach überhaupt kein Gras, keinen Schatten hast. Das ist doch, glaube ich, auch Thema in Deutschland, dass die Städte mehr begrünt werden sollen, dass überall Rasenflächen. Es geht ja bei uns auch darum, dass man nicht so viel Oberfläche versiegelt, weil ja das Oberflächenwasser... Genau, so heißt das, Oberfläche versiegeln. Es soll ja nicht oben irgendwie weglaufen und dann gibt's überall Überschwemmungen, weil das Wasser nicht mehr aufgenommen werden kann vom Boden. Das ist ja auch so ein Thema. Genau, das kommt dazu hinzu, wenn, also zum einen ist natürlich diese Stadt hier und alle Städte, also überall, wo das ist, ob das Accra ist oder Ho oder Kumasi oder Tamale oder alle kleineren Städte, das heizt sich ja auf wie ein Ofen
Und durch diese Versiegelung, genau, sagte ja immer, manchmal fallen mir die Wörter nicht ein. Durch diese Versiegelung, wenn es dann hier regnet, dann regnet es ja hier richtig. Also Ja. da kommen ja hier 50 Badewannen pro Quadratmeter innerhalb von 30 Sekunden runter in so einem tropischen Regen und dann überschwemmt hier natürlich alles. Und Leute sterben und die Abwasserkanäle überfluten und der ganze Dreck schwimmt hier rum und dann haben wir wieder Cholera-Ausbruch. Also generell sind wir uns ja einig, Baum, Natur, Wiese, Gras und so weiter, Büsche und Blumen und so ist eine gute Idee. So. Ja, weil das ist natürlich auch ein Thema, dass die Leute dann, wenn sie natürlich in ihrem Umfeld, wenn da so viel abgeholzt wird und sie haben ja dann dadurch auch keine Grundlage mehr, irgendwas anzubauen, weil Ja. es fehlt der Schatten, es fehlt die Wasseraufnahme und so weiter. Dann gibt es natürlich wieder diese Landflucht. Das kennt man ja auch von anderen Ländern, Ja. was natürlich auch noch ein Negativaspekt ist. Und da hat jetzt Madame Fogana zumindest mal versucht, im Ansatz schon mal in die richtige Richtung, dem entgegenzuwirken. Ja, das ist richtig. Schlagen wir den Bogen von der Stadt, also wo jetzt so mein Lebensmittelpunkt ist, zum Dorf. Und da ist es eben halt so, dass im Prinzip ja Ghana zu einem Großteil mal Regenwald war. Also wir sind ja ganz knapp nördlich des Äquators. Von der ursprünglichen Landschaft ist halt Wald, Wälder, Urwald, Regenwald. Da ist natürlich auch nur bedingt wenig übrig. Und je weiter du nach Norden kommst, also Zentral-Ghana, sag ich jetzt mal so, von Techiman, das ist so die Mitte, sag ich jetzt mal circa, dann weiter nach Norden gehend, wird's halt immer weniger und dann siehst du gar keinen Baum und gar keinen Strauch mehr. Zum einen ist es natürlich auch teilweise Natur, weil wir eben Richtung Sahelzone gehen. Da ändert sich natürlich die Landschaft, das ist klar. Das geht dann eigentlich von der normalen Natur in Steppe über, also von Regenwald langsam pro so und so viel 100 Kilometer dann eigentlich in so eine Savannen-Steppenlandschaft. Aber auch da gibt es ja an sich oder gab es Bäume und eben Sachen, die hier wachsen, natürlich wachsen. Und da hat halt eine unheimliche Abholzung stattgefunden. In der Region seid ihr jetzt aktiv geworden? In der Northern Region, also im Prinzip, wir machen unten in die Shownotes, machen wir den Link von der Webseite, da könnt ihr euch's angucken, weil ich jetzt natürlich einfach bedingt durch die Geografie Namen nenne und das sagt vielleicht dem einen oder anderen nichts. Also deswegen sage ich jetzt mal Mitte, ja, von der Mitte Ghanas in den Norden, also bis zur Grenze von Burkina Faso. Das ist unser Zielgebiet. Und dann haben wir natürlich Gegenden ausgesucht, weil Bäume kann man ja pflanzen, da kannst du ja Millionen pflanzen und Millionen umso besser. Eine Sache, die wir dann eben geguckt haben, ist, wo pflanzen wir hin, wann und warum und mit wem. Ja, was einfach wichtig ist, ist einfach zu erwähnen, dass wenn du natürlich in eine Vegetation pflanzt, wo es die Hälfte des Jahres nicht regnet, dann muss man natürlich schauen, wie kann man gucken, dass diese Setzlinge überleben werden. Ja. Früher war, jetzt könnte man sagen, ja, aber früher war das ja auch so. Wir haben ja jetzt hier am Wetter, natürlich ändert sich das und so weiter, aber nichts dran geändert. Aber von der Sache her ist das natürlich so, dass die Vegetation sich gegenseitig ja nicht mehr beschützt. Also wenn du große Bäume da hättest und ein paar kleine darunter wachsen, geben die den Schatten. Ja, also jetzt haben wir in einem Brachland und auf dieses Brachland müssen wir jetzt, das Brachland wollen wir jetzt begrünen. So. Da sind wir mit Schulen in der Partnerschaft. Wir haben halt geguckt, wo pflanzen wir das hin, weil gerade im nördlichen Ghana einfach auch viele Leute ihre Viehherden haben und die wandern. Und da können wir nicht einfach, also könnten wir schon, da würde jetzt sich keiner beschweren, wenn wir einfach sagen, Mensch, wir haben hier 20.000 Bäume, die pflanzen wir jetzt einfach, sage ich jetzt mal, hier in die Gegend. Ja. Wie wir gerade gesagt haben, jeder Baum irgendwo ist gut. Das Problem ist aber, dass eben diese Kuh- und Ziegen- und Schafherden, die würden die irgendwann dann abfressen. Ja, klar. Dann haben wir natürlich nichts gewonnen. Also haben wir uns überlegt, in welchem sicheren Umfeld können wir gucken, wo wir die Bäume hinpflanzen. Und das haben wir uns überlegt und mit vielen Leuten vor Ort gesprochen, die eben gesagt haben, Mensch, Bäume super, je mehr Bäume wir kriegen, dann können wir zum einen Baumarten nehmen, die uns was nützen, also Cashew, Eukalyptus, Moringa, Teakholz, Mahogany, also wie heißt Mahagoni, also alles Baumarten, die hier vorkommen. Klar,
wer einen Baum pflanzt, wird manchmal nicht in seinem Schatten sitzen. Dieses Sprichwort ist ja auch bekannt, aber du musst halt irgendwo anfangen. Und es gibt auch Bäume, die hier durch dieses tropische Klima einfach ruckzuck wachsen. Ja, wo das einfach auch schneller geht als bei uns in Deutschland 20, 30 Jahre. Aber natürlich, das ist ein Projekt auf länger ausgelegt. Und deswegen haben wir uns Schulen als Partner gesucht. Weil jeder weiß, wenn er in einem Schatten unter einem Baum im Schatten bei 45 Grad, ne, Ja, ich weiß es sehr gut. und also zum einen die Schulen, dass die Kinder einfach Schatten haben. Punkt 2, ziemlich pragmatisch, weil irgendeiner muss sich halt um diese kleinen Setzlinge kümmern, weil die halt in ein total hostile, also feindliches, in eine feindliche Gegend kommen, wo nichts mehr ist, also auch kein Gras und nichts mehr, wo die früher vielleicht dann einfach weiter gewachsen werden. Jetzt müssen die halt dann gewässert werden. Und das ist natürlich total gut, weil wir so die Nutznießer sind die Kinder und alle, die da in der Schule sich aufhalten. Schulen werden ja aber hier häufig auch für andere Sachen noch benutzt. Da kommt das Gesundheitsministerium hin und macht Aufklärungskampagnen. Da feiern Kirchen ihren Gottesdienst. Das sind häufig Räume, wo sich Leute treffen, einfach weil ein großer Raum da ist. Also das ist quasi Schule und bleibt auch Schule, aber ist halt Multifunktion. Ne? Also einfach der Umgebung geschuldet. Ja. Genau. Und deswegen sind Schulen unser größter Partner. Und wie viele Schulen sind jetzt da beteiligt, so ungefähr? Oder wie viele Schüler? Hunderte. Also ich zähle jetzt nicht die Schüler und wie viele das sind, aber wie du gerade eben schon gesagt hast, in dem Projekt geht es uns eher um wie viele Bäume pflanzen wir. Und wir sind jetzt über 60.000, wir gehen jetzt auf die 70.000 zu, weil wir jetzt März haben und auf die Regenzeit langsam aber sicher zugehen und dann eben in der Regenzeit pflanzen, die, ja, man weiß es nicht mehr so genau, 2, 3 Monate anhält und dann steht das Wasser halt immer noch ein bisschen. Und das ist natürlich eine gute Zeit, weiß jeder Gärtner. Man pflanzt im Frühling und nicht im Winter. Das ist einfach eine gute Zeit, dass wir eine möglichst hohe Überlebensrate einfach haben. Weil man natürlich sagen muss, klar, wir pflanzen so und so viele Setzlinge, aber das ist halt Natur. Da gehen halt auch welche von ein. Also die Kinder, die sind jetzt ganz begeistert, weil sie haben da ja auch eine Aufgabe und sie sehen es dann wachsen und so. Da ist es bestimmt ganz spannend. Aber es gibt ja vielleicht auch Rückschläge, ja, dass man sagt, so, jetzt habe ich da so und so viele Bäume gepflanzt und da ist jetzt 1/3 ist kaputt gegangen, weil es einfach doch zu trocken war oder weil der ein oder andere dann doch vergessen hat zu gießen. Oder also gab es da wahrscheinlich auch solche Fälle, oder nicht? Klar, also unsere Schulen, also diese Schulen sind halt der Partner, die Kinder und natürlich, das sind ja teilweise auch Grundschüler und so, die können das natürlich nicht alleine. Da ist dann halt jeder involviert, aber so wie das bei all unseren anderen Projekten ist es ja wichtig, dass du einen Ansprechpartner hast. Ne? Also wenn du jemanden hast, mit dem du kommunizieren kannst, wo das klar ist und wir kriegen von ganz vielen Schulen eben die Anfrage, da ist dann die Eigenmotivation auch schon gegeben. Und natürlich dieses drum kümmern funktioniert sehr, sehr gut. Die Challenge, die wir haben oder das Problem oder ja, ist manchmal ein Problem, ist, wenn halt Ferien sind. Ne? Dann ist natürlich niemand in der Schule, dann kommt es halt drauf an, wie gesagt, wenn es gerade in der Regenzeit ist, dann passt das gut. Und wenn nicht, müssen wir halt schauen, dass wir die Dorfbewohner, klar, Schulen liegen ja häufig in der Nähe oder im Dorf oder so, dass da wir Leute engagieren. Dann schaffen wir damit aber eben auch Arbeitsplätze, weil wir so ein Maintenance-Team haben. Weil, wie gesagt, also es ist halt hier in dieser Umgebung, dieser harschen Umgebung, nicht nur mit, wir pflanzen und wir beten, ne, also das können wir auch machen, das hilft auch, aber gießen wäre auch nicht schlecht. Und ein weiterer Schritt ist eben wirklich, diese kleinen Setzlinge zu beschützen. Und deswegen machen wir um jeden Setzling einen kleinen Käfig drumherum. Jetzt kannst du dir mal überlegen, was das für ein Aufwand einfach ist. Wir haben jetzt 60, 70.000, hoffentlich kommen wir auf dieses Jahr auf die 80.000 kleine Bäume, von denen manche schon so groß sind wie ich natürlich über die Jahre. Aber um jeden einzelnen Mini-Setzling kommt ein kleines Gitter drumherum, weil natürlich auch die großen Viehherden ziehen nicht durch die Dörfer, aber die Familien haben ja auch eigene Tiere, ja? Und die gehen natürlich klar, wenn es hier 6 Monate nicht regnet, kannst du es einem Schaf auch nicht übel nehmen, dass der denkt, oh, lecker, da habe ich ein frisches Blättchen. Also die müssen halt beschützt werden. Und es ist, es ist wahnsinnig aufwendig, es ist aufwendiger, als man sich einfach denkt, wenn man wirklich nicht
das einfach nur pflanzt, um des Pflanzens willen, also unser Viktor, den ihr ja in den letzten beiden Folgen auch richtig kennengelernt habt. Unser Victor würde sagen, they are doing something just to do something. Also die Leute machen nur irgendwas, um irgendwas zu machen. Es gibt einfach viele Baumpflanzaktionen, die sind einfach, wir nennen das White Elephant. Da werden dann 50, 60, 70.000 Bäume gepflanzt. Das ist auch super, absolut gut, da bin ich gar nicht gegen. Aber man kann die halt in bestimmten Umgebungen nicht einfach sich selber überlassen. Dann ist es Geld aus dem Fenster geschmissen. Ne? Ja, klar. Und die Rückschläge, wie du sagst, die haben wir auch, weil wir natürlich nur bedingt in die Natur eingreifen können, also drum kümmern und machen. Aber klar überlebt da der ein oder andere Setzling nicht. Und manchmal überlebt auch kein Setzling. Ich meine, das ist die Natur. Wichtig ist für uns, dass eben alle mit eingebunden sind, weil es natürlich mit den Kindern auch was macht. Wenn sie eine Gemeinschaft. Und das ist ja dann auch so ein Multiplikator, ja, weil die Kinder, die kapieren dann mit Umweltschutz, wie das Ganze funktioniert, die erzählen das zu Hause, dann die Eltern, dann deren Kinder wieder und so. Also das ist ja schon, potenziert sich ja dann, dass einfach dass der Umweltgedanke sich auch mehr durchsetzt. Absolut. Wenn die halt in einer Gemeinschaft groß werden, wo das normal ist, dann macht das ja was mit einem, ne? Und ich meine, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal gesagt haben, aber wirklich in Ghana ist die Alterspyramide ja noch richtig rum, also so ganz viele junge und weniger alte. Und wenn wir da einfach, ne, manchmal ist unsere Arbeit einfach stoisch. Schule um Schule, wie Brunnen um Brunnen um Brunnen um Brunnen. Und wenn du der eine bist, der dieses Wasser trinken kann, oder wenn du das eine Kind bist, das da so einen Baum jetzt zugeordnet gekriegt hat und das sich drum kümmert und es wächst und es das erste Mal erlebt und dann ja auch Wertschätzung erfährt und Lob. Mensch, Kofi, du hast dich gut um deinen Baum gekümmert. Das ist ja toll. Guck mal, wie toll der gewachsen ist, ja? Also, wenn wir müssen das große Ganze im Blick behalten, aber vielleicht jetzt nicht ich und wir, Madamfo. Wir können gucken, dass wir da, wo wir können, im Kleinen das machen, wie du auch manchmal sagst. Ne? Das Kleine, was man einfach für sich machen kann. Und das Kleine ist gar nicht mehr klein. Also 70.000 Bäume ist nicht wenig. Mein Wahlspruch ist ja immer das, tue da, wo du bist, mit dem, was du hast, das, was du kannst. Und genauso machen wir es bei Madamfo. Absolut. Also, ich auch mal so sehen. Ja, ich finde, ich finde es einfach ganz wichtig, dass man, wo wir hier auch die Gelegenheit in dem Podcast haben, wirklich einfach Leuten Mut machen können. Weißt du, jetzt ist ja, ich will gar nicht anfangen, aber es ist einfach so viel los in der Welt. Ne? Es ist so viel los in der Welt. Und gerade die jungen Leute denken sich dann wahrscheinlich manchmal, mein Gott, also wo man hinguckt, ist Chaos. Ja. Und hier bei uns ist auch an manchen Enden Chaos, und da muss man einfach, und da will ich einfach irgendwie jeden auch ermutigen, ja, du kannst wirklich genau, was du gesagt hast, total viel erreichen. Und wenn es nur in Anführungsstrichen eine Schule wäre, was es gar nicht mehr ist, sondern es sind zig Schulen, wo wir das jetzt schon gemacht haben, aber jede Schule, die dann Bäume hat, wo die Kinder drunter sitzen, wo vielleicht sogar noch was abfällt. Irgendwann, wenn es ein Mangobaum ist, gibt's Mangos, gibt's Cashewnüsse und so weiter und so weiter. Da kann man wirklich was machen. Und wenn jeder da mitmacht in seinem kleinen Rahmen, ne, dann aus kleinen Tropfen ist irgendwann ein Eimer und irgendwann ein Ozean. Man darf da nur... will ich jetzt mal einhaken, weil, also für unsere lieben Zuschauer, Zuschauerinnen, also und Zuhörer. Also da stellt sich ja gleich die Frage, ja, wie kann ich das unterstützen und was kostet denn so ein Baum oder so ein Setzling? Und da muss ich euch sagen, ich finde das genial, weil ein so Setzling kostet 1 Euro. Genau. Also wenn das kein super Preis ist, finde ich, da kann man auch mal mit seinem Taschengeld was machen, und da muss man gar nicht hunderte Euro, sondern da kann man wirklich viel erreichen mit kleinem Geld. Kann man absolut. Wir haben ganz viele Einzelpersonen, die das Projekt unterstützen, weil da ist einfach, je mehr wir haben, ne, 1 Euro und 1 Euro und 1 Euro, rucki zucki. Jetzt stellt euch mal 10 große Cashewbäume vor, in 5 Jahren, wie toll die gewachsen sind. Das ist einfach wunderbar. Natürlich, klar, wir können euch nur auf der Webseite und wenn wir bei Social Media und so posten, da verlinken wir euch das unten, auch diese Baumpflanz, also Zukunft säen heißt das Projekt, verlinken wir euch auch die Webseite. Aber genau wie du gesagt hast, Christine, und dann haben wir
Leute, die das Projekt privat unterstützen. Und dann haben wir auch größere Organisationen. Wir haben den Gartencenter, die mit ganz, ganz vielen Aktionen dieses Projekt unterstützen. Also Weihnachtsbaumverkauf, 1 Euro pro Baum und dann über Ostern und Kugelverkauf und so weiter. Also jeder, der das hört und sich angesprochen fühlt und denkt, Mensch, da würde ich gerne mitmachen, der kann sich gerne an uns melden. Bei uns, bei Madame Vogana, erreicht ihr wirkliche Leute. Wenn ihr eine E-Mail schreibt, geht die entweder direkt an mich oder an unsere Mitarbeiterin Tanja in Hagen. Da kriegt ihr Antwort von uns und ihr bekommt die richtigen Informationen, wie und wo jetzt gerade was stattfindet. Und das ist real und da, auch wenn man jetzt in Deutschland ist oder wo auch immer ihr diesen Podcast auf dieser Welt hört. Es findet statt und es ist da und darauf könnt ihr euch verlassen. Also es ist wirklich eine ganz tolle Aktion. Also ich finde es auch ganz prima, vor allem weil es eben auch nachhaltig ist, man die Kinder schon einbindet, das ein Multiplikator ist, es alles ist erschwinglich auch und also finde ich eigentlich eine ganz tolle Sache. Also wenn ihr da Interesse habt, dann geht auf die Homepage oder wie Bettina sagt, meldet euch bei uns. Also wirklich ganz super. Ja, das ich ist, denke, dann das ist eine super, super Sache. Ich hoffe, wir konnten es euch gut erklären. Klar, wenn Christine und ich uns unterhalten, kommen wir manchmal von Höchstchen auf Stöckchen. Aber wie gesagt, ihr könnt nachlesen und ihr könnt euch jederzeit bei uns melden. genau. Dann seid einfach gespannt auf den nächsten Podcast. Wir danken euch fürs Zuschauen, Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao, alles Gute.